Wird Donald Trump die USA an die Wand fahren? Ist es zu spät für die USA? Ist also wirklich Untergangsstimmung angesagt? Und solltest du als möglicher Auswanderer die USA auf jeden Fall vermeiden? Mit diesen interessanten Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn du das echte Amerika kennenlernen willst, dann lade ich dich ein, zu mir nach Austin, Texas zu kommen. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin und wir organisieren regelmäßig Reisen und Seminare in Austin. Wie gesagt, dort will ich dir das echte Amerika zeigen, jenseits der Propaganda, die wir auch in diesem Video behandeln werden. Ich denke auf jeden Fall, du wirst positiv überrascht sein von Texas. Und viele der Klischees, von denen du vielleicht gehört hast, wirst du sehen, dass sich diese nicht bestätigen werden. Wenn auch du dich ernsthaft mit dem Thema Auswanderung in die USA auseinandersetzt, dann ist das genau die richtige Reise für dich. Wir haben ein intensives Seminarprogramm, wo wir alle Themen rund um US-Visa, US-Firmengründung, US-Finanzen, Bankkonto, Steuern behandeln werden. Dann werden wir Austin und Texas erkunden. Du wirst Land und Leute, Essen und Musik kennenlernen. Also ein tolles, intensives Programm, eine ganze Woche lang. Dein Partner kann ohne Aufpreis mitkommen und du kriegst von uns auch noch eine US-Firmengründung im Wert von 3.500 US-Dollar geschenkt. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Aktuell hört man in der deutschsprachigen Presse nichts Gutes über die USA. Dort wird tatsächlich eine Untergangsstimmung verbreitet. Man hat das Gefühl, es mit einem sterbenden Empire zu tun zu haben und man hat das Gefühl, dass die USA unrettbar verloren sind. Einer der bekanntesten Stimmen, die genau diese Meinung vertreten, ist die deutsche Anwältin Sandra Navidi. Sie wird ja vielfach von deutschsprachigen Medien als Kommentatorin hinzugezogen. Wohlgemerkt solche Medien, die gerne eine Doom-and-Gloom-Stimmung über die USA verbreiten. Vor kurzem hat sie ein Video hier zusammen mit dem österreichischen Standard veröffentlicht auf YouTube. Und weil die Punkte, die sie natürlich bespricht in diesem Video, eigentlich sehr interessant sind und ich mir sicher bin, dass viele von euch sich mit den gleichen Fragen auseinandersetzen, insbesondere dann, wenn du dir ernsthaft überlegst, in die USA auszuwandern. Deswegen habe ich gedacht, werde ich mal diese einzelnen Punkte aus dem Video kommentieren und vielleicht einen Kontrapunkt zu dem setzen, was Frau Navidi da so von sich gibt. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir sind in Austin, Texas. Unser Office ist dort. In diesem Video werde ich dir aus erster Hand berichten und meine Kommentare zu den verschiedenen Punkten geben, die Frau Navidi so aufstellt. Also zunächst mal muss man natürlich sehen, aus welchem Kontext Frau Navidi dort spricht. Sie ist ja vor 25 Jahren wohl in die USA ausgewandert. Ich zitiere mal aus diesem Video, was sie gemeinsam mit dem Standard gemacht hat. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich an der Wall Street verbracht. Ich war General Counsel im Investment Banking. Ich war im Weißen Haus mit Larry Summers bei Ben Bernanke und habe in der Fed Kaffee getrunken. Oder ich war mit Jean-Claude Trichet in Frankfurt. Also jemand ganz eindeutig, der sich hier zur Finanz-, Macht- und Politik-Elite zählt, der obersten 1% in den USA. Ich weiß nicht, wie legitim es ist, sich dann repräsentativ über die USA zu äußern, wenn man tatsächlich vor diesem Erfahrungshintergrund spricht. Das ist für 99% natürlich der Einwanderer nicht die Erfahrung, die sie haben. 99% der Einwanderer in den USA haben nie Kontakt zur Politik. Sie kennen keine Zentralbanker und sie kümmern sich um Umsatz ihres Businesses, sie kümmern sich um ihre Kinder, Mitarbeiter, Schule und eher solche Alltagsfragen, anstatt sich hier in den Eliten und der Oberschicht der USA zu bewegen. Also das nur so als Allgemeinhintergrund, damit man mal die Stimme eigentlich richtig einordnen kann. So, erstes großes Statement aus dem Video: Amerika ist heute gefährlich. Sie würde heute auf keinen Fall mehr Freunden empfehlen, nach Amerika auszuwandern, weil sie es für gefährlich hält. Sie hält die Chance für real, dass man von ICE aufgegriffen wird. ICE kennt es vielleicht, die jetzt auch scharf in die Kritik gekommen ist in den letzten Monaten, weil sie sehr hart gegen illegale Einwanderer vorgegangen ist. Also, wie gesagt, ich bin seit 2008 in den USA, dort in einem sehr konservativen Bundesstaat, nämlich natürlich Texas. Deutlich konservativer sicherlich zum Beispiel als New York, deutlich konservativer ganz sicherlich als Minnesota. Ich habe noch nie als Ausländer dort irgendein Problem gehabt mit irgendeiner Polizeibehörde und schon gar nicht mit ICE. Sämtliche Polizeibehörden in den USA, denen ich begegnet bin, natürlich bin ich auch mal angehalten worden, weil ich vielleicht zu schnell gefahren bin,
waren immer höchst respektvoll. How are you, sir? How can we help you, sir? Also die Polizeibehörden in den USA haben mich mit ausgesuchter Freundlichkeit dort behandelt und meine Familie ebenso. Und ich kenne auch keinen Mandanten, der hier jemals mit ICE irgendwelche Probleme gehabt hätte. Damit will ich nicht gutheißen unbedingt, wie hart hier gegen illegale Einwanderer vorgegangen wird. Tatsächlich sind das ja alles Menschen, die auch in den USA tatsächlich einen sinnvollen Beitrag leisten. Die meisten von ihnen wenigstens. Sie alle haben Jobs, sie alle werden dort gebraucht in der Wirtschaft. Inwieweit jetzt dieses Vorgehen hier fair ist oder nicht, das ist nochmal eine komplett andere Frage. Aber auch die ganzen Horror-Stories, die man so hört von irgendwelchen Touristen, die dort aufgegriffen wurden an der Grenze, die dann angeblich in Auslieferungshaft kamen, das sind alles Beispiele. Und ich hatte ja einige schon debunked hier auf diesem Kanal. Das sind alles Beispiele von Leuten, die vermutlich meiner Meinung nach haben illegal arbeiten wollen in den USA oder zum Beispiel gegen die Green Card Regularien verstoßen haben oder sich sonst was zu Schulden haben kommen lassen. Also ich will damit nicht sagen, dass das Vorgehen von ICE hier immer gerechtfertigt ist. Aber ich will dir sagen, als jemand, der von Deutschland, Österreich oder die Schweiz in die USA auswandert, dass du dort mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie in negativen Kontakt mit ICE oder mit irgendeiner anderen Polizeibehörde kommen wirst. Das Gegenteil ist der Fall. Die Polizei in den USA ist sehr viel höflicher und zuvorkommender meiner Meinung nach als zum Beispiel in Deutschland. Zweiter Punkt aus dem Video von Frau Nawibi. Sie stellt die Behauptung auf, dass soziale Mobilität nicht mehr existiert. Sie sagt, soziale Mobilität in den USA ist nicht mehr gegeben. Also das ist auch etwas, das ich so nicht sehen kann. Und das ist übrigens einer der wichtigsten Gründe, warum so viele illegale Einwanderer in die USA kommen. Sie wissen, dass es dort gute Jobs gibt. Sie wissen, dass sie dort ein Business starten können, zum Beispiel ein Bauunternehmen, zum Beispiel ein Gartenbauunternehmen. Sie wissen, dass sie dort richtig Kohle machen können. Und deswegen fliehen ja diese ganzen Menschen genau dort so hin, weil ja genau diese soziale Mobilität absolut gegeben ist. Was in den USA natürlich nicht vorhanden ist, ja, und das ist etwas, was Frau Nawibi hier verwechselt. Es gibt natürlich keine soziale Absicherung in den USA. Das ist absolut richtig. Also wenn du soziale Absicherung willst, dann musst du bitte in Europa bleiben. Das kriegst du in den USA definitiv nicht, schon gar nicht, wenn du dorthin auswanderst. Das heißt, es gibt wenig Schutz nach unten, aber definitiv meiner persönlichen Erfahrung nach keine Obergrenze nach oben. In der Tat, wenn du dir die USA leisten kannst, und es ist definitiv ein sehr teures Land, wenn du bereit bist, extrem hart zu arbeiten, denn das wird definitiv dort verlangt, dann würde ich sagen, dass du es in den USA extrem weit bringen kannst. Viel weiter als in anderen Ländern. Also gerade wenn du ein Unternehmen zum Beispiel startest, ein Unternehmen in einem Bereich, was gerade sehr gefragt ist, sagen wir zum Beispiel KI, dann wirst du es möglicherweise schaffen, wenn du alles richtig machst in den USA, ein weitaus größeres Vermögen von Null aufzubauen, als wenn du das in Europa probieren würdest. Türen werden dir in den USA geöffnet werden. Du wirst sehen, dass deine Herkunft absolut keine Rolle spielt. Du wirst sehen, dass deine Ausbildung absolut keine Rolle spielt. Es spielt keine Rolle, in welcher Universität du warst. Wenn du weißt, von was du sprichst, dann kannst du es in den USA extrem weit bringen. Eine weitere Behauptung aus dem von mir zitierten Video ist, dass angeblich in den USA Leistung nicht mehr zählt. Jetzt hinge alles davon ab, welche Beziehungen man hat, welches Vitamin B man hat. Man kommt hier durch eigene Leistung letztlich nicht mehr nach oben. Wenn man also nicht hier vernetzt ist in der Elite, dann kommt man nicht mehr weiter. Gut, ich würde jetzt natürlich sagen, basierend auf dem Hintergrund der Dame kann ich mir das absolut vorstellen. In Machtzirkeln wie denen, die sie tätig ist, in den oberen 1% hier der Wall Street, da sind sicherlich Netzwerke extrem entscheidend. Aber wenn du in Texas ein Unternehmen gründest, dort als Handwerker, als Bauunternehmer zum Beispiel tätig bist, dann zählen Zuverlässigkeit, Output und Geschwindigkeit, und welche Beziehungen du zu irgendwelchen Politikern hast, sind ehrlich gesagt schnurzegal. Sag mal, du gründest ein Bauunternehmen in Texas und du bist pünktlich, lieferst saubere Arbeit ab und bist erreichbar, dann kannst du davon ausgehen, dass du in kürzester Zeit monatelang ausgebucht bist, ohne irgendein Vitamin B. Natürlich musst du Kommunikationsskills haben, das ist ja völlig klar. Du musst natürlich in der Lage sein, dir Gehör zu verschaffen, Kunden zu erreichen, ob du das über Social Media machst, über Aushänge in Starbucks oder wie auch immer. Aber in der Lebensrealität der meisten Einwanderer spielt Vitamin B absolut keine Rolle. Und das natürlich umso mehr, weil ja viele unserer Mandanten auch eigentlich Unternehmen nach wie vor in Europa haben. Das heißt, sie haben eigentlich die Situation, dass sie in den USA hier mit Ruhe und Kraft starten können und es meistens dann auch tatsächlich in den USA schaffen. Ein weiterer Punkt aus dem Video ist, dass der amerikanische Individualismus ins Negative gekippt ist. Sie spricht von einem unbegrenzten Individualismus, der ins Negative gekippt ist.
Also, ich halte das nicht für eine wirkliche Analyse. Ich halte das für ein Werturteil. Sie findet diesen Individualismus schlecht. Sie sagt, dass die Menschen zu individualistisch sind. Ich würde sagen, da geht es um Eigenverantwortung, eigentlich gar nicht um Egoismus. Wie ich es schon vorhin gesagt habe, niemand fragt dich in den USA, wenn du dort zum Beispiel ein kleines Unternehmen betreibst, niemand fragt dich, welchen Abschluss du hast, welchen Titel du hast, sondern es zählt schlicht und ergreifend, kannst du liefern, oder bei deinen Lieferanten wird zählen, ob du pünktlich bezahlen kannst zum Beispiel. Diese Eigenverantwortung zu übernehmen als Unternehmer für dich und dein Leben, das ist extrem wichtig, und ich halte das nicht für Egoismus, sondern im Grunde genommen für die sehr wichtige Erkenntnis, dass am Ende niemand für dich gerade steht, dass du es selbst tun musst, dass du selbst Verantwortung für dich, dein Leben, deine Familie, dein Unternehmen übernehmen musst. Dann natürlich auch in dem Video darf natürlich nicht der Kommentar zum Sozialdarwinismus fehlen, zur Verachtung für Schwache. Das finde ich aus meiner Sicht besonders krass. Von der Vidi zitiert da, angeblich wäre es in den USA so, dass wenn jemand für die Hunde geht, ist er selbst schuld. Also, hier muss man natürlich wieder sagen, dass im amerikanischen Staatsverständnis der Staat nicht die Gesellschaft ist und dass der Staat nicht verantwortlich dafür ist, dass das Staatsverständnis nicht so ist, dass der Staat wie in Europa verantwortlich ist von der Wiege bis zur Bahre letztlich, sondern dass das privat und dezentral organisiert ist. Zum Beispiel über Kirchen, zum Beispiel über Charities. Die Amerikaner sind Weltmeister im Spenden. Dort wird sehr viel mehr Geld gespendet als zum Beispiel in Europa. Also zu sagen, dass die Amerikaner herzlos sind, dass sie sich nicht interessieren für das Schicksal anderer, das ist völlig und absolut abwegig. Wie gesagt, die Gesellschaft sieht letztlich Nächstenliebe als eine Aufgabe des Individuums und als etwas, das die Gesellschaft als Ganzes leisten muss und nicht der Staat. Weil ehrlich gesagt, wenn es der Staat macht, dann werden hier wahnsinnige Steuergelder verschwendet. Wir wissen ja, dass der Staat nicht in der Lage ist, Mittel effizient zu verwalten. Und von daher zu sagen, dass hier die Gesellschaft erbarmungslos in den USA ist, das ist etwas, was ich absolut nicht so erlebt habe und absolut nicht nachvollziehen kann. Ein weiterer Vorwurf, den Frau Navidi macht, ist, dass Eliten mittlerweile alles in den USA kontrollieren. Ich zitiere aus dem Video: Diese Leute sind alle miteinander eng vernetzt. Ihre Kinder gehen auf die gleichen Schulen. Nun, ist das wirklich eine Sache, die man nur in den USA so beobachten kann? Ist das nicht auch der Fall überall auf der Welt, zum Beispiel in Brüssel, Berlin und Paris? Also ich habe das Gefühl, gerade zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland, da ist es sehr viel schwieriger, in die Eliten tatsächlich vorzudringen. Also wie ich jetzt schon an mehreren Punkten hier gezeigt habe, ist es in den USA absolut möglich, auch außerhalb dieser Netzwerke reich und erfolgreich zu werden. Ob das in Deutschland und in manchen anderen Ländern Europas so ist, das möchte ich jetzt nochmal in Frage stellen. Ich hatte ja vorhin das Beispiel von Frankreich genannt. Gerade in Frankreich gibt es eine sehr abgeschottete Elite. Zum Beispiel gibt es bestimmte Universitäten. Wenn du nicht an einer dieser Universitäten studiert hast, dann wird dir der Weg in die Elite verweigert werden. Gerade wenn du auch nicht Franzose bist, ist das in Frankreich extrem schwierig. In den USA ist das definitiv nicht der Fall. Und warum ist das nicht der Fall? Was viele komplett unterschätzen, ist, dass ja die USA bei weitem mehr als Trump sind. Also die Bundesregierung in den USA, und Trump steht ja letztlich der Bundesregierung vor, das ist ja einfach nur eine Schicht. Aber die amerikanische Verwaltung, die amerikanische Demokratie hat ja viele Schichten. Wir haben einmal die Schicht, wir haben den Layer dann der Bundesstaaten, dann darunter noch der Gemeinden. Auf all diesen Ebenen gibt es wiederum eigenständige Strukturen und Beziehungsgeflechte. Man ist in Europa sehr stark natürlich auf Trump fokussiert, aber in den USA selbst gibt es diesen Fokus überhaupt nicht. Die USA sind aus meiner Sicht sehr provinziell. Da gibt es keine US-weite Elite, wie man das zum Beispiel in Frankreich beobachten kann, dem Beispiel, was ich gerade eben gebracht habe, weil Frankreich ja ein sehr zentralistisch regierter Staat ist, und das sind die USA eben absolut nicht. Daher in den USA spielt es eine Rolle, wie du dich lokal behaupten kannst. Da gibt es keine zentralen Eliten irgendwie in Washington, wo du dich einklinken musst, damit du Erfolg hast. Während man in Frankreich sagen kann, na ja, in gewissen Branchen wird das sicherlich notwendig sein, da musst du in Paris auf gutem Fuß stehen, weil Frankreich einfach so zentral organisiert ist, dass es entsprechende Institutionen und Netzwerke in anderen Bereichen des Landes überhaupt nicht gibt. So, daran anschließend möchte ich einen weiteren Punkt des Videos behandeln. Frau Navidi sagt hier, dass Trump Institutionen zerstört. Er möchte es erreichen, dass kein Recht und Gesetz Donald Trump im Weg stehen. Das hat sie wortwörtlich so in dem Video gesagt. Also nochmal, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, die amerikanische Demokratie ist mehr als das Amt des Präsidenten. Es handelt sich in den USA um ein föderales System, ähnlich im Grunde wie in der Schweiz zum Beispiel. Die einzelnen Bundesstaaten haben sehr viel Macht. Die einzelnen Gemeinden haben sehr viel Macht. Die Demokratie ist dort eine tatsächliche Basisdemokratie, ganz anders als in vielen europäischen Ländern. In den USA werden Richter, werden Staatsanwälte, werden Sheriffs, werden Oberschulräte und so weiter von der Bevölkerung gewählt. Jeder
dieser Beamten muss sich hier bei der Bevölkerung rechtfertigen für das, was er getan hat, für das, was er erreicht hat. Und wenn sie einfach faul auf ihrem Hintern sitzen und nichts tun, dann werden sie aus dem Amt gejagt. Und dann kann sich jemand Neues zur Wahl stellen. Demokratie in den USA ist so vielschichtig, dass es dem Präsidenten nicht gelingen wird, selbst wenn er es möchte. Und ich glaube nicht mal, dass Trump es möchte, tatsächlich diese zu zerstören. Und wie gesagt, der Durchschnittsamerikaner kommt im Grunde genommen mit dem Bundesrecht extrem wenig in Kontakt. Das lokale Recht ist das, was entscheidend ist. Und wie gesagt, alle Bundesstaaten haben ihr eigenes Gesellschaftsrecht, haben ihr eigenes Familienrecht. Und natürlich, was Trump dort entscheidet in Washington, hat schon Auswirkungen, sei es zum Beispiel, was der Dollar macht, sei es zum Beispiel auch, was die Verteidigung anbelangt. Aber tatsächlich, der Alltag wird natürlich nicht durch Bundesinstitutionen geprägt, sondern ganz konkret durch das, was in der lokalen Politik, in der lokalen Verwaltung passiert. Und das ist genau das, was die Menschen auch interessiert. Und dazu schauen sie sich auch News im Fernsehen an und im Internet. Während wir natürlich in Europa hier immer nur die Nachrichten aus Washington hören, alles, was mit Trump zu tun hat, das ist aber eine extreme Verzerrung tatsächlich dessen, was da an politischem Leben in den USA so passiert. Um dann total pessimistisch zu werden, heißt es in dem Video, dass Europa noch eine Chance hat, die USA aber nicht. Europa hat im Gegensatz zu den USA noch eine Chance. Die USA sind dem Untergang geweiht. Nun ja, ich sehe es definitiv komplett anders. Und wenn überhaupt, sehe ich es wahrscheinlich sogar umgekehrt. Natürlich gibt es in den USA Probleme. Bestes Beispiel natürlich die hohe Staatsverschuldung. Also wenn wir uns Europa anschauen, die Überregulierung, die Kapitalflucht, die Wachstumsschwäche, von denen Europa die letzten Jahre hier geprägt war und jetzt nur durch Aufrüstung wieder aus diesem Loch kommt. Wenn wir uns nur anschauen, welche ständigen Debatten es in Europa und in Deutschland gibt, zum Beispiel zum Thema Steuern, Steuererhöhungen, digitaler Euro, digitale ID, zunehmende Einschränkungen, zunehmende Kapitalverkehrskontrollen, dann ist doch das, was man in den USA erlebt, geradezu erfrischend, muss man sagen, meiner Meinung nach. Also ich würde hoffen, dass sowohl die USA als auch Europa eine Chance haben. Aber wenn man es so negativ auf einen Punkt bringen würde, dann würde ich immer mein Geld auf die USA setzen. In vielen europäischen Ländern sind die Bürger ja komplett überfordert und könnten ohne ein krasses Eingreifen und ohne Unterstützung des Staates überhaupt nichts mehr tun. Im Gegensatz in den USA dazu die Leute bereit sind, extrem hart zu arbeiten, sich selbst am eigenen Schopf aus der Misere zu ziehen und Eigenverantwortung haben und nicht die Verantwortung beim Staat suchen. Also im Zweifelsfall würde ich auf die USA setzen und nicht auf Europa. Aber wie gesagt, hoffentlich haben beide eine Chance und hoffentlich muss man hinsichtlich beider Regionen keine Depressionen bekommen. Also, und das Ganze natürlich kulminiert dann in der Analyse, dass sie auf keinen Fall mehr irgendjemand noch empfehlen würde, von Europa in die USA auszuwandern. Nun, ich sehe es natürlich naturgemäß komplett anders. Tatsächlich haben wir nach wie vor viele Interessenten, die in die USA auswandern wollen, die sich hier nicht einschüchtern lassen von irgendwelchen negativen Berichten wie denen, über den wir jetzt gerade eben hier gesprochen haben, die im Gegenteil sagen, naja, die aktuelle Situation hat ja vielleicht auch Chancen. Zum Beispiel werden momentan US-Visa, wie zum Beispiel die Green Card oder auch das E2-Investorenvisum in relativ kurzer Zeit bearbeitet. Jedenfalls sehr viel schneller, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und das liegt natürlich daran, weil es weniger Interessenten gibt, vor allen Dingen aus den deutschsprachigen Ländern. Immobilien, zum Beispiel auch in Austin, dort wo wir sind sehr günstig geworden in den letzten Jahren, weil es weniger Zuzug gibt und es daher mehr Immobilien auf dem Markt gibt, sowohl zum Mieten als auch zum Kaufen. Also auch das ist eine gute Gelegenheit, vielleicht dort zuzuschlagen. Aber natürlich ganz klar, die USA sind nicht für jeden geeignet. Also wer die hohen Kosten nicht stemmen kann, wer jetzt hier sehr risikoavers ist, dem würde ich vielleicht nicht raten, in die USA umzusiedeln. Wer aber Unternehmer ist, wer Investor ist, wer das ein bisschen als Herausforderung sieht, ein bisschen sportlich vielleicht sogar sieht, wer leistungsbereit ist, ich denke, der kann nach wie vor in den USA ein sehr schönes Leben haben, ein sehr erfülltes Leben haben, der kann es sehr weit bringen, geschäftlich, beruflich. Aber du musst dir eben dort tatsächlich vor Ort ein Bild machen und darfst dich hier nicht einschüchtern lassen von dem, was du so in den Medien hörst. Denk immer dran, Amerika ist nicht Wall Street, ist nicht das Weiße Haus und ist nicht die Fed. Amerika ist genau das, was dazwischen passiert. Amerika ist eben nicht New York und Kalifornien, sondern eben genau das, was zwischen diesen beiden Staaten so in den USA abläuft. Da kann man als Zusammenfassung nur sagen, es ist ein tolles Land, es ist ein sehr lebenswertes Land, es ist ein Land, wo viele der negativen News, die du so hörst, im Grunde genommen mit dem Alltag tatsächlich nichts zu tun haben. Ich persönlich habe mich schon lange in Amerika verliebt und ich denke, du wirst es auch tun. Und wenn du schon immer davon geträumt hast, in den USA zu leben oder dich zumindest damit näher auseinanderzusetzen, dann ist vielleicht jetzt eine bessere Gelegenheit als je zuvor in den letzten Jahren.
In diesem Sinne würde ich mich freuen, dich in Austin begrüßen zu dürfen. Andernfalls natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und vielleicht kannst du ja sogar die aktuelle Crisis of Confidence, wie man so schön sagt, zu deinem Vorteil nutzen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.